Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich dir ein einfaches Rezept für richtig leckere und weiche Käsebrötchen. Wenn dir meine Rezepte gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Für den Teig nehme ich zunächst 250 ml lauwarmes Wasser. Das messe ich ganz einfach mit einem durchschnittlich großen Teebecher ab. Das Wasser fülle ich in eine Rührschüssel und gebe 2 Päckchen Trockenhefe, das entspricht einem Würfel frischer Hefe, und einen Teelöffel Zucker hinzu. Dann rühre ich die Zutaten durch und stelle die Schüssel kurz zur Seite. Als nächstes nehme ich 380 Gramm Mehl. Das sind in etwa 3 volle Becher. Zum Abmessen fülle ich das Mehl locker in den Becher und streife den Überstand ab. Im Vergleich zum Abmessen mit der Waage ist das zwar ein paar Gramm mehr Mehl, aber das macht bei diesem Rezept nicht so viel aus. Das Mehl kommt jetzt in die Rührschüssel mit der aufgelösten Hefe. Statt des Bechers kannst du für das Mehl und das Wasser auch einen sogenannten amerikanischen Cup benutzen. Dann gebe ich noch einen halben Esslöffel Salz hinzu und knete die Zutaten mit einem Handrührgerät ungefähr 2 bis 3 Minuten durch. Danach gebe ich einen Esslöffel Butter und 200 Gramm geriebenen Käse in den Teig und knete den Teig weitere 2 bis 3 Minuten, bis ein elastischer und kaum noch am Finger klebender Teig entsteht. Die Schüssel decke ich mit einem Tuch ab und lasse den Teig 20 bis 30 Minuten gehen. In der Zwischenzeit hacke ich etwas scharfe Paprikaschote, die ich später unter einen Teil des Teiges mischen möchte. Die Arbeitsfläche bestäube ich dünn mit Mehl, gebe den Teig darauf und teile ihn in etwa 8 gleich große Stücke. Jetzt müssen die Teigstücke noch zu festen Kugeln geformt werden. Die letzten 2 Teigstücke fülle ich hier mit der gehackten Paprikaschote und rolle die Teigstücke zu Kugeln. Die Teigkugeln lege ich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und drücke sie etwas flach. Jetzt verquirle ich noch ein Eigelb mit einem Esslöffel Milch und bestreiche damit die Teiglinge. Auf die Brötchen kommt dann noch etwas geriebener Käse. Du kannst den Käse entweder wie hier auf die Teiglinge legen und andrücken oder aber auch wie hier den Teigling in die Schüssel mit dem Käse drücken.
Wenn du möchtest, kannst du auch einige Kürbis- und Sonnenblumenkerne unter den Käse mischen und dadurch den Geschmack der Brötchen variieren. Die Brötchen lasse ich noch ein paar Minuten aufgehen und heize den Backofen auf 240 Grad vor. Sobald die Brötchen soweit aufgegangen sind, dass sie sich weich anfühlen und der Eindruck nur langsam zurückspringt, können sie in den Backofen. Je nach gewünschtem Bräunegrad beträgt die Backzeit 20 bis 25 Minuten. Die Brötchen schmecken am besten, wenn sie noch lauwarm sind. Und jetzt zeige ich dir noch, wie wunderbar weich und fluffig die Brötchen geworden sind. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du dir mein Video bis zum Ende angesehen hast und meinen Kanal damit unterstützt. Wenn du noch mehr Brotrezepte von mir sehen willst, dann klick doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn du eins meiner Rezepte ausprobiert hast, dann kannst du mir gerne einen Kommentar dalassen. Vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!